Herzlich willkommen zu Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Guten Morgen mit meinem neuen Podcast. Habt ihr schon mal einen vorher gehört, die Nummer 8, die Nummer 7, 6? Jede Woche am Samstag einen neuen Podcast. Habt ihr schon abonniert? Habt ihr schon mal geliked? Und ganz toll wäre es, wenn ihr kommentiert. Ich möchte einfach mal wissen, wie der Podcast ankommt. Und ich bin im Leben ein Möglichmacher. Und Möglichmacher heißt, ich bin auch Mutmacher. Und als Mutmacher habe ich schon ein paar Bücher geschrieben mit meinem Gesellschafter Dirk Eggert. Wir möchten einfach Mut machen, im Leben vieles anders zu machen. Verrückt zu denken und einfach losmachen. Letzte Woche habe ich über Werbung gesprochen, Werbungskosten. Immer ein Thema in meinem Betrieb hier, in unserem Betrieb, dass wir immer wieder erinnert werden, dass wir zu viele Werbungskosten haben. Okay, für was machen wir Werbung? Auf der einen Seite haben wir momentan 43 Mitarbeiter beschäftigt. Davon haben wir 13 Auszubildende, also 30%. Ich glaube, dass in Deutschland keine Firma gibt, die 30% Auszubildende hat. Die Frage ist immer, warum habt ihr so viele Auszubildende? Ja, wir bilden über den Bedarf hinaus Auszubildende aus für unser Gewerk Gerüstbau. Der Gerüstbau hat ein unwahrscheinlich schlechtes Image. Wenn ihr auf YouTube in Filme geht, dann seht ihr oft Gerüstbauer ohne Helm, ohne Sicherheitsausrüstung auf den Gerüsten, stark, wie die Bären stark, und können dann 5 Gerüstrahmen tragen oder manchmal tragen die auch 8 Gerüstrahmen. Und das ist für die Gerüstbau stark und wenig im Hirn. Und ich sage, ein guter Gerüstbauer, der kann auch einen Rahmen tragen und der leistet trotzdem genauso viel. Weil den Mitarbeiter habe ich von 16. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr im Hause. Und der kann ab 50 oder ab 45, wenn er auch vielleicht nicht mehr so hart arbeiten kann, ein guter Anleiter sein für junge Menschen begeistern, zu sagen, hey, wer Gerüstbauer? Und genau diese Menschen habe ich im Unternehmen, die teilweise 25 Jahre bei mir arbeiten, bei uns eine Ausbildung gemacht haben und richtig unterwegs sind und sagen, hey, lass uns geil sein, im Team zu arbeiten, in der draußen frei zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten. Gerüstbau ist mit Menschen arbeiten, weil wir immer im Team arbeiten. Wir müssen uns immer aufeinander verlassen können. Und das eine ist natürlich die Arbeit mit Gerüste, ist ein Handwerk, ja, ein tolles Handwerk, weil wir Gerüstbauer es möglich machen, also, und deswegen das Wort Möglichmacher. Wir machen es möglich, dass Häuser saniert werden, dass Häuser gebaut werden können, dass Schiffe gebaut werden können, dass Industrieanlagen gebaut werden können, dass in einem Salzbergwerk gebaut werden kann, in der Tiefe, in 1200 Meter Tiefe, dass wir Staudämme einrüsten können, dass wir Hängegerüste an Brücken bauen können. Die Vielfalt im Gerüstbau ist echt geil und das wird oft im Handwerk unterschätzt. So gibt es ganz, ganz viele Berufe, die nicht sagen, was sie machen, sondern ja, feilen ein bisschen oder mit dem Stemmeisen ein bisschen Holz bearbeiten oder mit der Feile Holz bearbeiten. Aber was sie richtig machen, was so ein Zimmerer richtig macht, dass der Fachwerkhäuser aufbaut, dass der Dachstühle saniert, dass der an Kirchendächer Sanierungen durchführt, Balken austauscht und so weiter. Aber dazu braucht er immer ein Gerüst. Das sagt er nicht, der Handwerker. Und dazu sind wir Gerüstbauer da. Und deswegen macht mal richtig geile Werbung für euren Beruf. Und das machen wir ständig. Von unserem Werbebudget gehen ungefähr 90% in auszubildende Werbung. Und Auszubildende haben wir jedes Jahr genügend Bewerbungen. Wir haben so viele Bewerbungen, dass wir uns die Auszubildende aussuchen können. Jetzt sagen die, ja, das ist doch einfach. Ja, jetzt nach 10 Jahren ist es einfach.
Ganz einfach, wir haben Handwerksmessen besucht, wir haben uns Ideen einfallen lassen, zum Beispiel einen Azubi-Shuttle eingeführt, wir haben einen Tandemsprung angeboten, wir haben eine Obststreuwiese für unsere Auszubildende, wo jeder, wenn er anfängt, einen Baum pflanzen kann. Wir haben einen eigenen Projektausbilder-Ausbildung, wir haben einen eigenen Kolonnenführer-Ausbildung, der nur die ersten 2 Jahre für die Auszubildende da ist. Also wir haben ganz viel gemacht in diese Richtung, in der Strecke Ausbildung. Und was man natürlich auch dazu braucht für Ausbildung, Geduldsfäden. Und die werden manchmal ganz lang gezogen. Da gibt der Auszubildende kein Berichtsheft ab, der Auszubildende kommt nicht pünktlich, der Auszubildende schwänzt die Schule. Die Geduldsfäden braucht man natürlich auch, wenn man ausbildet. Und ich gebe euch wirklich den Tipp, schaut und jammert nicht ständig über, es gibt keine Fachkräfte. Es gibt genügend junge Menschen, die Handwerk lernen wollen, aber die kennen euren Beruf gar nicht. Die wissen gar nicht, dass es euren Beruf gibt. Und wir gehen nächste Woche zum Beispiel in eine Patenschaft mit der Schule ein, mit 65 Schülern. Und das ist echt geil. 65 Schüler mache ich 4-mal im Jahr ein Event zusammen und ich begleite die von der 7. bis zur 10. Klasse und ich finde das einfach genial, dass ich mich mit Jugendlichen unterhalten kann, was ein Gerüstbauer macht. Sicher werde ich keine 65 Gerüstbauer daraus bekommen, aber wenn sich von den 65 50 fürs Handwerk entscheiden, dann habe ich meinen Job richtig ordentlich gemacht. Und wenn dann noch 2 davon im Gerüstbau bei mir hängen bleiben, dann habe ich den Job noch besser gemacht. Und deswegen überlegt euch, welche Events könnt ihr einführen in eurem Betrieb, welche Werbung könnt ihr machen, dass junge Menschen begeistert sind fürs Handwerk. Also, Tipp, machen und macht Möglichmacher. Das ist wirklich wichtig, seid Möglichmacher. Also, nicht vergessen, kommentieren, liken, abonnieren. Viele Grüße, euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.